Mahlzeit Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge mit Borsti, unser Chevrolet-Projekt mit Henrik von V-Triebwerk. Moin zusammen. Was machen wir heute? Ja, heute zeigen wir euch mal so ein bisschen, was wir alles schon gemacht haben, was wir noch machen. Ich denke, dass Kelle dabei sein wird und auch mal ein bisschen zeigen wird, wie man irgendwie so ein paar Kleinigkeiten bauen kann. So ist es. Das größte Thema, was wir heute angehen, ist Sitzbank und Sissy-Bar. Das bauen wir ja quasi komplett selber. Genau. Manni hat da auch schon gute Vorarbeit geleistet. Der hat die Sissy-Bar schon selber gebaut. Wir haben schon eine kleine Vorrichtung gebaut für die Sitzschale nachher und so. Das werden wir jetzt gleich alles mal einmal montieren. Da nehmen wir euch natürlich mit. Parallel ist Manni gerade dabei, noch einen Halter anzufertigen für das Rücklicht. Für das Rücklicht zeigen wir dann auch nochmal. Genau. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ihr seid dabei, ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, alles zeigen. Das machen wir. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Los geht's. Wir starten jetzt erstmal. Du sagst uns jetzt erstmal, was du alles gemacht hast oder was ihr alles gemacht habt. Ich habe nicht ganz viel gemacht. Du hast wahrscheinlich auf deinem Bürostuhl gesessen Genau. und hin und wieder mal durch die Tür geguckt. Genau. Aber wir gehen jetzt nur im Schnelldurchlauf einmal ums Motorrad rum und dann gucken wir mal, wo sind wir aktuell. Ja gut, vorne haben wir jetzt erstmal, klar, Lampe und das vorne, Vorderbau einmal alles abgebaut. Am Lenker haben wir die originalen Armaturen abgebaut. Da wollte Tobi ja ein bisschen was Kleineres haben. Dann haben wir den Tank abgebaut. Den Primärdeckel haben wir schon abgebaut. Den Primär sollten wir auch noch dicht machen und der Anlasser soll rausgebaut werden. Darum sind wir da schon mal so weit angefangen, das auseinanderzubauen. Dann haben wir hinten den Originalfender oder den Fender, den Tobi halt drin hatte, rausgebaut. Haben hier einen Fender bei uns oben im Ersatzteillager gefunden als ein Originalfender, den wir da jetzt einbauen. Haben die originalen Fender-Strats einmal gekürzt und sandgestrahlt, sodass wir da was anschweißen können. Dann haben wir den Öltank rausgenommen. Die Auspuffanlage haben wir auch schon einmal abgebaut. Da werden wir höchstwahrscheinlich die Krümmeranlage, die Tobi bei Borsti dran hatte, verwenden. Das kommt dann nochmal im separaten Das Video. würde- Da genau. drehen wir euch ein eigenes Video, wie wir selber quasi den Auspuff so ein bisschen Genau, zusammendeichseln. genau, aber da werden wir höchstwahrscheinlich die Krümmeranlage nehmen. Ja, und dann sind wir hier hinten schon mal angefangen, haben ein bisschen haben schon mal Blinker dran gemacht und schon mal ein, zwei Vorbereitungen für die Sissy-Bar, was ihr gleich noch ein bisschen sehen werdet. Ja, wie gesagt, so ist bis jetzt erstmal soweit alles abgebaut worden und einmal so ein bisschen zu sichten, was kann man machen, wie kann man es machen. Und wir versuchen es halt viel mit Teilen zu machen, die wir oben als Gebrauchtteile noch auf Lager liegen hatten, sodass wir nicht irgendwie neue Teile nehmen und die dran bauen, sondern wirklich versuchen mit älteren Teilen ein bisschen was zu basteln und umzubauen. Das ist ja auch so ein bisschen generell so ein bisschen der Charme von diesem ganzen Projekt. Ne? Genau. Erstens, Tobi wollte ja so ein bisschen auch so ein Budget-Projekt haben, wo du aber trotzdem am Ende ein gutes Ergebnis hast. Genau. Und vor allem, das Ding soll ja nicht wie geleckt aussehen. Genau. Es soll zwar alles gut funktionieren, aber so ein bisschen Assi-Charakter muss halt dabei Wo sein. ist er- Passt ja auch zum Fahrer. Genau, und zum Tank. Und zum Tank. Ne, deswegen, das kriegen wir auf jeden Fall alles gut hin, glaube ich. Wir legen euch wie immer ein paar Detailshots drüber, dass ihr seht, was wir gerade erzählt haben. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, das Ganze so ein bisschen zusammenzustecken und gucken mal, was heute so geht. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Am 1. Februar kommt die zweite Kollektion von Redwood Clothing. Ich habe hier schon mal den Zip-Hoodie an. Ich sitze auf dem Motorrad vom Backprint, also ganz cool. Wir blenden euch das nochmal ein. Wer will, kann sich jetzt schon für den Early Access eintragen, um sicherzugehen, dass du als allererstes was von der neuen Kollektion bekommst. Ansonsten schaut gerne auf der Website nochmal vorbei. Die alte Kollektion ist natürlich nach wie vor zu haben. Umso näher die Kamera, umso besser. Zeig doch erstmal, bevor wir hier nur Scheiße labern, was hat Manni hier überhaupt schon alles vorbereitet? Der Manni hat uns hier schon mal eine Sissy-Bar selber gebaut und vorbereitet. Hier hinten ist schon mal einmal der Halter eingeschweißt, wo das Kennzeichen nachher dran kommt. Und jetzt schweißt oder baut er gerade einen Halter, wo wir hier gleich nochmal einmal hier oben die Halterung einschweißen, um das Rücklicht mit der Kennzeichenbeleuchter anzubauen. Blenden wir jetzt mal eine ganz kurze Szene ein vom Halterbau. Wir bauen jetzt einen Halter fürs Rücklicht. Ne? Haben wir diese 3 Löcher jetzt hier, Ja. dass ich das festschrauben kann, und dann werden wir es an der Sissy-Bar dran halten und sehen, dass wir das ausgerichtet kriegen, was für eine Höhe, und dann kann ich erst die Seiten machen hier. Also du platzierst es quasi so, dass es optisch dann für dich am Genau. schönsten aussieht, Ja, und ja. dann wirst du das da dann festbraten quasi. Also ist das quasi nur ein kleiner Halter, der dann im Endeffekt damit Genau, drankommt. der Halter, der kommt jetzt in die Sissy-Bar rein. Ja. Ne, um es einfach und schneller zu machen, nehme ich den einfach jetzt so Pi mal Auge in der Breite ungefähr an, mache Ja. die 3 Bohrungen rein, dass ich das Rücklicht dran schrauben kann. Und dann halten wir es von hinten in die Sissy-Bar rein, am Motorrad. Ja. Dann wird es angezeichnet, wie die Schrägen hier sein müssen, wie breit es im Endeffekt wird. Ja. Dann wird es eben abgebaut, abgeflext wieder, und dann können wir es einschweißen. Ja, auf jeden Fall interessant. Werden wir auf jeden Fall gleich zeigen, wenn wir das Ding Können wir gleich anbauen. machen. Dann hat man hier einmal schon mal ein bisschen was zu der Sitzbank vorbereitet. Unten einmal mit dem Halter, den wir unter den Rahmen schieben. Und
dann geht das nachher so weiter, was dann nachher in die Sissy Bar mit reinkommt. Ich würde sagen, wir packen die Sachen einfach mal ans Bike. Genau. Und dann zeigen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ne? Genau, wir fangen mal hier mit der Sitzschale an. Das wird einfach eingeschoben, ne? Das wird einfach hier unten unter den Rahmen runtergeschoben. Und dann, klar, das muss nachher alles noch genau angepasst werden. Sissy Bar nehmen, da hat Manni extra 2 Hülsen hier gemacht, wo wir die reinschieben können. Und das hier mit so kleinen Schrauben. Und dann wird das ne? einmal mit Madenschrauben befestigt, sodass Tobi die Sissy Bar zur Not auch vielleicht mal abnehmen könnte. Obwohl ich glaube, dass er das nicht tun wird. Ich glaube es auch nicht. Vor allem, wenn du den Sitz der Sitz geht doch auch da hoch. Der Sitz ne? geht da hoch und das Kennzeichen ist halt auch hinten mit angebaut. Also, Bei seiner Fahrweise wäre es wahrscheinlich dann besser, wenn er das Kennzeichen abnimmt. Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt nur, wir haben es jetzt schon ein paar Mal, wenn wir es für Kunden gebaut haben, wenn man das Fahrzeug in so einen kleinen Transporter schiebt, kann das halt mal sein, dass es hier oben nicht passt. Und darum machen wir es halt gerne, dass wir es so schraubbar machen, dass man wirklich sagen kann, man kann eben den Sitz runternehmen, die Sissy Bar rausnehmen und kriegt das Fahrzeug dann aber auch gescheit in den Bulli rein. Ja. Was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, während Henrik hier die Sachen auf dem Boden verteilt, das ist natürlich jetzt nur die grobe Form. Hier kommt ja dann ein Höcker drauf und die Grundform von dem Sitz, die wird sich natürlich noch stark verändern. Genau. Das ist ja nur die Unterplatte. Sozusagen, und das wird jetzt nachher zusammengeschweißt hier. Ne, das heißt, hier hinten kommt quasi Kennzeichen und Rücklicht noch mit dran. Wir haben das Kennzeichen jetzt hier einmal, die Platte macht Manni gerade auch fertig, dass wir die gleich anschrauben können. Ja. Dann würde jetzt einmal hier so das Kennzeichen hinkommen und hier oben bauen wir dann nachher noch das Rücklicht gleich mit ein. Das zeigen wir euch gleich mal, wie wir das einschweißen, die Halterung dafür. Ja. Und dann ist das schon mal so der Bau der Anfang der Sissy Bar und der Bau des Sitzes. Was denkst du denn so ungefähr die Sitzform, wenn du das mal nur so abzeichnest? Wie hoch wird der gehen vom Höcker? Ja gut, klar, wir müssen nachher hier natürlich irgendwie auch noch so ein bisschen diesen Höcker reinkriegen. Ja. Aber ich denke mal, dass der Höcker nachher hier irgendwo so stehen wird und der Sitz nachher so aufgepolstert, dass man hier fast wie einen rechten Winkel hinbekommt. Ne? Ich glaube, das würde ganz gut passen. Genau. Und ich finde, Tobis Angst von wegen, dass das Bike zu klein dafür ist nicht berechtigt. Nein, also wenn man ich jetzt das mal jetzt guckt, so sehe, sieht das ist ja schon völlig mal ganz nett aus und passt eigentlich, finde ich, auch ganz gut zusammen, ne? Dass das hier nachher schön in eins runtergeht. Da müssen wir nachher mal gucken, wie wir es jetzt beziehen, ob wir hier auch so ein paar Nieten mit reinmachen. Das würde ich mit Tobi noch mal einmal telefonieren, was er möchte. Ja. Oder ob wir ein paar Kronkorken von Bierflaschen da reinmachen. Also was ich ja richtig geil fände für den Sitz, sag ich dir ehrlich, weil das übelst gut zum Thema passen würde, wenn man als Material vom Sitz nichts komplett Neues verwendet, sondern irgendwas, was schon so ein bisschen Patina hat oder so. Wir könnten auch eine Schweinehaut nehmen, wegen Brosti, ne? Das würde natürlich passen. Ich weiß nicht, ob das dann so geil ist für unsere ganzen Veganer-Freunde hier. Ja, das aber, vielleicht. So ein bisschen was Oldschool-mäßig, also wenn du jetzt so komplett neues Leder drauf hättest, das wird, glaube ich, nicht aussehen. Oder das dann muss so ein wirklich, bisschen, oder man nimmt wirklich neues Leder, was alt gemacht ne, ist. dass man einfach so einen Vintage-Look irgendwie da reinbringt. Ne? Genau, das würde jetzt hier, weil wir hatten mit Tobi auch schon gesprochen, der Fender, den wir jetzt oben bei uns auf dem Lager gefunden haben, der soll eigentlich auch so bleiben. Ja. Den sollen wir nicht neu lackieren. Da kommt einmal auch wie auf den Tank einmal Klarlack drüber. Und dann gebe ich dir recht, wäre es, jetzt würde es dann nicht so passen, wenn wir jetzt hier schönes, glattes, nagelneues Leder nehmen. Das passt dann zu der Optik des Bikes halt nicht so wirklich. Wir können ja nochmal für den Kontext einmal den Tank zeigen, für die jetzt gerade die Folge 1 vielleicht nicht mehr so im Kopf haben. Der Tank ist ja eigentlich so ein bisschen das Grundkonzept. Nimm mir mal in meine Hand bitte, dass man das so ein bisschen sieht. Ja genau, das ist halt hier... Ne, da war mal ein Brandschaden dran. Tobi hat dann sich künstlerisch auf dem Ding hier noch so ein bisschen ausgelebt. Genau. Und wir haben halt alle gesagt, das muss bleiben, das ist irgendwie Kult oder so. Und dementsprechend wird das ganze Bike ja so ein bisschen, abgefuckt einfach. Genau, abgerockt, abgefuckt und aber wie man sieht, egal was man an Tobis Motorrad anpackt, es ist alles sehr gepflegt und sehr sauber. Ich glaube, der braucht mal eine Keramikversiegelung, wenn das Ding fertig genau. Also Manni hat da auch schon viel gemeckert. Was sagst du? Eine gute Handwaschpaste. Ja, das auch, ja. Entweder Keramikversiegelung oder gute Handwaschpaste. Genau, Manni hat auch schon gesagt, alles was man anpackt, man hat sofort pottendreckige Hände. Ja. Nee, wir machen jetzt mal weiter. Wir gucken mal, wir bauen als erstes den Halter und dann geben wir euch gleich nochmal ein Update.
Manni hat den Halter jetzt fertig. Wir halten ihn jetzt einfach mal dran und gucken mal so ein bisschen an eine Position, wo das passen könnte. Kannst du mal einmal den Halter zeigen, Manni? Mal von vorne. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Das wird optisch gut passen, glaube ich. Ja, du wirst nicht viel von sehen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Kommt da jetzt hier rein. Aber jetzt seid ihr ein bisschen voreilig. Ihr habt schon das dran geschraubt. Wir müssen erstmal auch den Nummernschildhalter hinten dran schrauben. Ja gut, den können wir ja nochmal abnehmen. Eben abnehmen, dran schrauben, dass wir hier dann die Höhe festlegen. Kommt das Teil dann quasi direkt über den... Ja, das müssen wir jetzt gleich mal festlegen, ne? Wenn wir den Kennzeichenhalter dran haben. Ja. Wie hoch wir denn jetzt hier wirklich machen. Ist da quasi eine Kennzeichenbeleuchtung mit dran? Oder Hier ist eine das... Kennzeichenbeleuchtung. Ah gut, ja, dann macht das ja Sinn. Ne? Ja, das ist direkt also darüber. beides in eins, Oldschool, passt auf jeden Fall. Ja, Ne? Auch zu den Blinkern hier. ja. Nee, Und, vom Stil her ist das top, ne? Ja. Ne, dann bauen wir jetzt den Halter da mal dran, dann kann das erst einmal wegbleiben, damit wir den anzeichnen können. Ja. Und dann wicken wir den an, dann kann man hinterher die Sitzbank zusammenbauen, dann ist das eigentlich erledigt. Oh, dann würde ich sagen, let's go, oder? Ja? Wir haben jetzt schon mal hier ein bisschen was gepunktet, ne? Also der Halter ist schon mal dran gepunktet. Jetzt wird Manni mal das Kennzeichen, das Licht so ein bisschen daran befestigen. Und ich glaube, die Richtung Schweißnähte, die machen wir dann später in Ruhe. Genau. Ne? Aber jetzt erstmal so, dass wir schon mal das grobe Bild quasi dann haben, ne? Genau, dass man schon mal einmal sieht, wie es nachher aussehen wird. Also das ist auf jeden Fall hier schon dran. Ich finde, das sieht auf jeden Fall gut aus. Von der Höhe her ist sehr, sehr schön, ne? Was ich auch noch zeigen wollte, wir haben unten an dem Licht haben wir eine Kennzeichenbeleuchtung dran. Das war Tobi ja wichtig, dass er da irgendwie auch mal ein bisschen mehr auf der legalen Seite fährt. Ist dann hier jetzt auch der Fall. Und das leuchtet dann, denke ich mal, top auf das Kennzeichen, ne Manni? Hat Prüfzeichen, Bei uns hier alles legal. alles legal, Gar die kein kommen aus dem Problem. Gefängnis frei. Gefängnisfreikarte auch nur zu erhalten bei Manni. Kannst du einmal erklären, wo du das gleich zusammenpunktest, die Sitzbank? Einmal den vorderen Bereich hier, Ja, ne? Den wir jetzt hier so als Sitzbank ganz normal gebaut haben. zum Einschieben dann. Ne? Ne? Zum Einschieben hier, damit der hier fixiert ist. Ja. Ne? Klar, wenn man sowas in mehreren Stücken von macht, kann man das auch in eins machen, aber für so Einzelanfertigung ist das immer der einfachere Weg. Ne? Ja. Dann dieses Mittelteil jetzt hier, das werden wir gleich ausrichten. Und eben die Sissi-Bar hier oben, da muss ich das nochmal abschrauben, das werden wir das einmal fixieren. Und später werden wir hier oben wohl, schätze ich mal, noch einen kleinen Ausleger dran schweißen mit einer Bohrung, wo wir die Rückenlehne hier auch nochmal fixieren. Ja, ja. Ne? Dass das so ein bisschen fest. Hier oben, das kann eigentlich hier, wenn das aufgepolstert ist, sitzt das eigentlich ganz gut. Oder ich mache hier oben noch, aber das weiß ich noch nicht genau. Ja, ja. Das entscheiden wir hinterher auch erst, wenn ich es auch nochmal aufgepolstert habe. Ne, wenn ich Wird mal, das hier denn, hier wird das zusammengepunktet? hier wird das ne? zusammengepunktet. Ja. Hier auch. Ne? Und auch, damit wir quasi Ja. aus den 3 Blechen einen Teil haben. Und da wird Und dann lassen wir erst an Solimarin, unsere Polsterin, Ja, macht dann einmal den Schaumstoff hier oben grob drauf und unten einmal Teppich. ja, Ne? So, dass was um kann, dass wir dann nochmal auflegen. ja. Ne? Dass es auch alles so weit vernünftig passt. Ja, ich hatte vorhin schon mit Henrik gesagt, eigentlich müsste da irgendwie so ein Material auf die Sitzbank, was auch so ein bisschen alt aussieht, weißt Eigentlich ja, müsste irgendwie ein abgerocktes Wildschwein du? Ja, oder sowas. irgendwie sowas, ne? Was so ein bisschen oldschool aussieht, so ein bisschen Patina hat. Ich glaube, das würde richtig cool kommen, ne? Ah, da müsste man mal gucken, ob man da irgendeinen alten Sessel oder sowas. Ja, das wäre natürlich perfekt. Oder sie kann selber irgendwie das so ein bisschen alt aussehen lassen, ne? Das geht vielleicht ja auch, ne? Hier noch, ne, die Fenderstratz, das kann alles vernünftig verschweißt werden. Dann nochmal einmal montiert. Die kommen ja wahrscheinlich Ja. auch noch dann am Ende schwarz und so, ne? Die werden natürlich, klar, die werden gepulvert. Sind Ne? das die Originalen? Das sind original alte vom Shovelhead. Die Ja. sind original so lang. Ne? Ja, und die hat sie Und die gekürzt dann. kürzen wir dann. Oh, das bietet sich zu diesem Fender hin. Der Fender kommt eigentlich aus dem Stahlrahmen raus. Ja, sagt der Henrik schon. Ja. Aber der sieht gut aus auf dem Bike, Was? finde ich, ne? Passt gut, ja. Und vor allem schon fertig lackiert. Ne? Ja, voll. Und Tobi will ja auch, dass das so ein bisschen so bleibt. Finde ich gar nicht schlecht. Ne? Also ich finde, so von der Grundform kann man das auf jeden Fall machen. Also da, Kompliment an dich. Hast du erst auf jeden Fall geil gemacht. Ich zeige euch das mal, wo Manni jetzt über gepunktet hat. Also wir haben jetzt hier das untere mit dem mittleren Teil zusammen und das mittlere mit dem oberen zusammen. Und dann nochmal hier an der Schraube quasi da fixiert, ne Manni? Ja, ja, weil wenn der kurz darüber ist, brauchen wir da ein Gewinde drin, Genau. um die anzuschrauben. Ne? Und dann ist es quasi jetzt schon mal alles ein Teil. Dann kommt da jetzt die Sitzbank drauf.
Und dann ist Sissy bei uns jetzt eigentlich schon eine Geschichte, ne? Das meiste ist davon erledigt. Ja. Ne, wir zeigen das dann auf jeden Fall nochmal, wenn quasi die Sitzbank drauf ist, wenn die Maren das Ganze irgendwie bezogen hat und sowas. Genau. Und dann geben wir nochmal ein Update. Ich hole Henrik nochmal dabei und dann besprechen wir mal die nächsten Steps. Also wir sind durch mit dem Video. Wie ihr seht, wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Also Sitzbank ist quasi grob schon mal drauf. Genau. Sissy Bar auch. Rücklicht auch. Rücklicht Kennzeichenträger auch. Kennzeichenträger auch. Ja, haben wir ganz schön was geschafft. Ihr werdet jetzt noch das Ganze aufpolstern, eine schöne Sitzbank draufbauen. Genau. Und dann geben wir da auf jeden Fall nochmal ein Update, wenn es soweit ist. Wir sind aber noch lange nicht durch. Wir werden noch weitermachen natürlich. Der nächste Part, den ihr sehen werdet, der wird sich ums Thema Auspuff drehen. Genau, Das heißt, ne, wie du schon gesagt hattest, wir bauen mal die originalen Krümmer dran und dann schauen wir mal, was wir so an Rohren finden, was wir uns da irgendwie schön deichseln können. Und dann kriegt er ja so schöne Fishtails hinten dran, die nach oben gehen. Das wollte Tobi ja. Ne, wer das noch nicht, also wer den groben Plan noch nicht kennt, guckt euch das allererste Video von der Serie nochmal an. Da wird es im Detail besprochen, was wir vorhaben. Wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, das unterstützt uns. Gerne den Kanal abonnieren, damit wir sicherstellen können, dass ihr den Rest nicht verpasst. Schaut auch gerne bei V-Triebwerk auf dem Kanal an. Der Henrik hat jetzt auch angefangen, da ein paar Bike-Vorstellungen hochzuladen. Sehr cool auf jeden Fall. Und in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, die Sissy Bar ist von der Dimension und von der Größe für das Bike so passend. Ne? Kleiner Teaser nochmal. Wir werden ganz am Ende von dieser Serie noch ein ganz cooles Gewinnspiel für euch machen. Wir werden noch nicht verraten, worum es da geht, aber ich glaube, das wird eine interessante Geschichte und ich glaube, da werden sich mehrere Beteiligte sehr freuen. Das glaube ich auch. Ne? Das wird Deswegen sehr cool. Bleibt dran, vielleicht werden wir im nächsten Video schon mal ein bisschen mehr verraten. Henrik, ich danke dir. Danke auch, Kelle. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ja, aber jetzt müssen wir auch dran denken, wenn meine Frau auf dem Springtanger hinten sitzt Ja. und dann hier ihr Füßchen hat. Was, ihr Füßchen oder ihr Höschen? Beides. Beides.